Gibt's in Hamburg genug Bolzplätze? Nee, sicher nicht. Sicher nicht. Also es ist ja ein Dauerthema, was Fußballplätze betrifft. Es gibt quasi zwei große Themen, die wahrscheinlich nicht Hamburg exklusiv sind. Das eine ist die Anzahl von Leuten, die sich engagieren. Also es gibt auf jeden Fall genug Kinder, aber es gibt nicht immer genug Trainerinnen und Trainer, die diese Kinder begleiten können. Und natürlich gibt es nicht immer genug Platz dafür. Und ich weiß gar nicht, ich war jetzt tatsächlich vor 2 Wochen mit meinen Söhnen bei meiner alten Schule. Da war auch so ein DFB-Minispielfeld, was damals, ich glaube, zur WM 2006 da mal hingebracht wurde. Und ich war halt schockiert, wie das aussah, weil die Tore hatten auf jeden Fall keine Netze mehr. Der Kunstrasen in der Mitte war aufgerissen. Ja, und da kümmert sich offenbar keiner rum. Natürlich kann man auch sagen, ja, okay, aber ist ja jetzt auch schon fast 20 Jahre alt. Ja, aber die Frage ist ja, wenn wir, anderes Beispiel, kommen wir quasi nochmal zurück auf den Master in Madrid. Da hat sich die Salzburger Akademie von Red Bull auch vorgestellt, und was die zum Beispiel haben, ist an ihrer Akademie haben die einen Spielplatz. Und es gibt, wer sich in der Region Hoffenheim auskennt, es gibt da auch so 4 oder 5 Spielplätze, die von der Dietmar-Hopp-Stiftung gestiftet wurden oder gespendet wurden, finanziert wurden, wo Spielplätze also entstanden sind, auf denen du dich also nur dann spielen kannst, wenn du dich bewegst, wenn du sportlich aktiv bist, wenn du kletterst, wenn du rennst, wenn du irgendwas dahingehend machst. Was entsteht dadurch? Es ist quasi ein Eingriff, wenn wir jetzt abstrakt sprechen, ein Eingriff in Umweltbedingungen, weil wie sieht unsere Stadt aus, wie sieht unsere Gegend aus? Und es ist ein Platz, wo ein Aufforderungscharakter oder ein maximaler Aufforderungscharakter darin besteht, sich zu bewegen, sportlich aktiv zu sein. Das alles kann ja dazu beitragen, dass es eine Kultur der Bewegungsfreude entsteht. Denn wenn wir jetzt an Kinder insgesamt denken, an Jugendliche denken, dann ist jetzt ja keiner mit einem Telefon vor der Nase geboren, sondern grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass da total viel Energie ist, die ja sich Bahn brechen will. Die Kinder wollen raus, wollen spielen, wollen machen, wollen tun. Wo gibt es diese Möglichkeit? Und kann ich das vielleicht direkt schon in eine Richtung bringen? Und dann kann man ja sagen, okay, wenn die Anzahl von Spielplätzen, von schönen Spielplätzen, von Möglichkeiten, wo ich sportlich aktiv sein kann, sich erhöht, dann ist es ja perfekt, weil das dann dazu beiträgt, dass, ohne dass wir einen Trainer dabei haben, erstmal eine gute motorische Grundausbildung passiert. Es gibt noch einen anderen schönen Spruch, den Freunde von mir gesagt haben. Beim Übergang vom Homo sapiens zum weiterentwickelten Menschen oder vom Neandertaler zum Homo sapiens, wo war der Trainer? Wer hat ihm das beigebracht? Natürlich gibt's ja keinen Trainer, der irgendwie daneben stand und gesagt hat, jetzt machst du das. Also geht's ja darum, etwas aus sich selbst heraus zu entwickeln. Und wie schaffe ich das? Und da können wir auch wieder den Übertrag zum Fußballtraining schlagen. Das eine ist, wenn wir es schaffen, und davon würde, und auch da neige ich manchmal dazu, ein Thema etwas zu groß zu gestalten, aber es würde ja nicht nur dem Fußball in Deutschland, es würde allen Sportarten in Deutschland zugutekommen, wenn mehr Kinder in der Bewegung wären, wenn es einfach einen größeren Pool an vielseitig sich bewegenden Kindern gäbe, dann wäre das für jede Sportart gut. Und am Ende des Tages im Fußballtraining hilft es ja auch, wenn wir Situationen schaffen, wenn wir einen Kontext kreieren, der einen maximal hohen Aufforderungscharakter hat, der spannend ist, der Freude bringt, wo ich von alleine, ich will schon was schaffen, ich will was erreichen, ich will was, ich sehe eine Herausforderung und die möchte ich unbedingt angehen. So, und wenn wir das schaffen, dann entsteht daraus eine große Kraft.